Hallo Leute, ja, heute bin ich erst einmal wieder am Extrudieren. Ich denke mal, dass ich wahrscheinlich aber heute noch ein zweites Video hochladen werde. Ähm, ja, so ein bisschen was zum Red Trick auf jeden Fall und auch zum Troncy, vielleicht auch erst morgen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall wird es in der Richtung dann auch was geben. Ja, wie ihr seht, ich bin mal wieder am Extrudieren. Es ist immer schwierig hier mit dem Handy das komplett aufs Bild zu bekommen. Und ich weiß auch, dass die Sprachqualität immer recht schlecht ist durch die vielen Nebengeräusche. Und dadurch, dass mein Handy ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist mit 2017er Baujahr. Aber gut, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, ich wollte euch heute mal so ein bisschen mehr erzählen, weil die Anlage läuft halt jetzt ganz gut und ich brauche halt mich nicht so wirklich drum kümmern. Hier habe ich jetzt auch noch was gemacht, das habe ich verlängert. Aus dem ganz einfachen Grund, dann bin ich näher an der Rolle und ich möchte jetzt mal testen, ob es damit halt besser aufgespult wird, weil ich habe dummerweise den Fehler gemacht, so ein paar Prusa-Rollen hier zu nehmen. Wusste aber nicht, dass die Rollen halt, wenn sie dann schon mal abgespult worden sind und nochmal verwendet werden, mit dem Pappkern doch recht instabil sind. Was halt jetzt ja nicht negativ den Rollen gegenüber sein soll. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, dass zumindest der Kern aus Pappe ist, dass man das zerlegen und wegschmeißen kann vernünftig. Aber für mich jetzt, für diese Verwendung ist es eher mittelgünstig, sage ich jetzt mal. Ich habe die jetzt halt alle ein bisschen verklebt und sollte damit dann halt keine Probleme mehr haben, weil der Kleber hält 100 Grad aus. Das dürfte also auch vom Trocknen her bei dem ABS kein Problem sein. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, zurück zu dem hier. Ich wollte halt näher an die Rolle dran und will halt gucken, ob es damit vernünftiger aufgespult wird. Weil ich bin immer noch so ein bisschen am Testen, wie das mit dem Aufspulen am sinnvollsten funktioniert bei den kleinen Rollen. Weil bei den großen Rollen funktioniert es super. Wenn man da nicht irgendwie mal gegenkommt, dass der überspringt oder so, dann ist das eigentlich perfekt. Aber hier bei den Rollen habe ich noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei gefunden. Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Vorsicht, Pappe. Den Trichter habe ich noch mal verlängert. Hier habe ich noch ein Zwischenstück gemacht, um noch mal eine kleine Kavität zu schaffen, dass der Trichter besser in den Extruder reinläuft. Weil das ist mir aufgefallen, dass es teilweise so ein bisschen gestockt hat, selbst bei Frischmaterial, wenn das direkt aus dem Trichter reinkam. Und durch diese Verlängerung jetzt kann das halt nachrieseln, ohne dass es Probleme gibt. Ja, das Warmwasserbad habe ich ja auch zugemacht momentan, weil es hier in der Halle halt sehr kalt ist. Und um ein bisschen Wärme im Wasser zu halten, dass halt nicht das Material komplett, das Material sage ich schon, dass das Wasser nicht komplett die Wärme verliert hier in der kalten Halle, habe ich das jetzt erstmal zugelassen. Und es bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel auch, weil es ist ja so, dass der Extruder ja auch wassergekühlt ist. Das hat auch, glaube ich, Werbewunder in einem Video schon mal erwähnt. Und dadurch ist ja sowieso die Abwärme vom Extruder auch mit im Wasserbad drin. Aber ich hatte halt trotzdem das Problem, dass die Heizung im Wasserbad sehr, sehr viel zuheizen musste, damit die Temperatur überhaupt gehalten werden konnte einigermaßen. Und das ist jetzt hiermit definitiv nicht mehr der Fall. Also die Heizung läuft fast gar nicht mehr und der Extruder hält eigentlich im Prinzip die Wärme im Wasser. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ja, das wird das, was halt bei mir jetzt hinzugekommen ist, wo ich ja schon mal schon gesprochen habe, ist das Kaltwasserbad. Das Kaltwasserbad ist im Prinzip für die, die halt gar keinen, ja, im Prinzip überhaupt keine Erfahrung mit sowas haben, dazu gedacht, um das Filament mehr runterzukühlen, schneller runterzukühlen, damit A, mehr Geschwindigkeit gefahren werden kann und B, auch der Enddurchmesser, sage ich jetzt mal, näher erreicht wird, als wie wenn das Filament halt mit ja, 50 Grad noch aus dem Puller rauskommt, was ja jetzt bei PLA sowieso ein Riesenproblem wäre, weil dann würde der Puller das nämlich noch platt drücken und in dem Falle würde dann halt das Kaltwasserbad sehr, sehr stark helfen, weil das Warmwasserbad muss ja immer auf eine gewisse Temperatur erhitzt werden. Ich sage jetzt mal zwischen 30 und 50 Grad, je nach Material, und dadurch habe ich ja dann immer nicht so diesen Kühleffekt,
wie wenn ich jetzt dann nochmal hinterher ins Kaltwasser reingehe, was ja jetzt in dem Falle hier aktuell irgendwo um die 10 Grad hat und im Sommer dann halt, ja, sage ich jetzt mal 20 bis 30. Aber es hilft halt trotzdem enorm. Und der Puller ist ja jetzt ganz anders geworden im Prinzip. Der Puller-Motor sitzt hier unten und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum der hier unten sitzt. Der saß ja vorher direkt beim Puller. Ich habe den jetzt auf einen großen Aluwinkel gepackt, damit er halt eben sich nicht mehr so stark erwärmen kann, wie er das gemacht hat, wie er hier oben auf dem Tisch saß. Und habe ihm halt einen langen Riemen verpasst. Den hatte ich leider etwas zu lang bestellt. Normalerweise hätte der eigentlich hier sitzen sollen, aber das ist egal. Ja, und es ist auf jeden Fall jetzt so, wie er halt jetzt sitzt und wie er läuft, dass wir beim Puller Motor, wo wir vorher, Video werde ich oben verlinken über die Infokarte, glaube an die 70 Grad hatten, was Werbewunder da so gemessen hat. Und ich bin jetzt hier irgendwo zwischen 28 und 34. Ich denke im Sommer dann wahrscheinlich so um die 40 Grad maximal. Was ja dann dazu führt, dass der Motor überhaupt keine Kühlung mehr braucht, keinen Lüfter mehr braucht. Das ist alles tadellos so. Ja, zur Messuhr habe ich halt immer noch keine neue gemacht. Ich habe die Schienen jetzt endlich gekriegt. Die sind diese Woche gekommen. Und dazu muss ich halt dann erst noch das Ganze designen, damit das dann halt auch die 2 Messuhren da reinpassen und auch die Auflageflächen designen, wo die Lager reinkommen und. Ich habe jetzt probeweise mal nicht rostende Lager bestellt. Ich hoffe, dass die im Toleranzbereich ungefähr so liegen wie die SKF-Lager, die hier drin sind, weil die sind so bei 1 bis 2 Hundertstel, was sehr gut ist. Aber das weiß man halt immer nicht so genau, wenn man so ein Lager bekommt, wo man halt auch nicht so richtig die Herkunft bestimmen kann. Ich habe es jetzt von einem Lagerversand bestellt, sagen wir es mal so. Also nicht irgendwo No-Name über die typischen Versandhäuser aus China. Und von der Warte aus gesehen habe ich da eigentlich etwas weniger Bedenken, auch wenn da kein Name draufsteht, als wie wenn ich jetzt wirklich die Dinger irgendwo dann drüben direkt bestelle, weil da hat man ja auch ganz schnell ein Lager dabei, die so wie hier das Lager an der Rolle sind, wo man dann halt so ein Millimeterspiel hinterher in der Rolle hat. Ja, dann gibt es ansonsten noch zu sagen, die Schwämme habe ich halt optimiert. Die sitzen jetzt halt in einem Gehäuse feste drin. Unten ist der Ablauf auch schon integriert in das Gehäuse. Der Schlauch steckt einfach da drin, der hält sich selber. Und genau das gleiche halt hier nach dem Warmwasserbad, damit ich halt A, so wenig wie möglich Wasser vom Warmwasserbad in das Kaltwasserbad trage und B, so wenig wie möglich Wasser in den Puller und in die Messeinheit trage. Das sollte nach Möglichkeit eigentlich alles komplett trocken sein. Ansonsten gibt es dort auch Probleme. Also wenn man es genau nimmt, für die Leute, die halt jetzt überlegen, sich mal eben schnell so ein Teil zu bauen aus so einem Holzbohrer oder sonstigem, ihr werdet ganz schnell merken, die Probleme, wie auch Werbewunder in einem Video gesagt hat, sind halt sehr, sehr schnell größer als alles, was da dran Spaß macht an der Anlage. Und dann verliert man auch relativ schnell den Spaß an dem Ganzen. Also man muss sich wirklich damit beschäftigen, man muss sich intensiv damit beschäftigen und man muss auch immer schauen, dass die Umgebungstemperatur einigermaßen ist und dass alles andere auch immer ziemlich gleich ist, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut mit der Anlage auskennt. Ansonsten gibt es massive Probleme und ihr wisst überhaupt nicht, wo das herkommt. Das geht mir jetzt im Moment auch oft noch so. Ich versuche mich aber so langsam ranzutasten und zu schauen, was im Endeffekt solche Probleme verursachen kann und versuche die dann halt zu beheben, wie zum Beispiel, dass hier die Klorolle drüber hängt, damit weniger Luft an das Filament kommt, weil ich es nämlich sehr unrund hatte durch die kalte Umgebungstemperatur. Das sind alles so Sachen, da möchte ich jetzt auch nicht so ganz nah drauf eingehen, weil dann sind wir in 3 Stunden noch beschäftigt. Aber das sind halt alles so Sachen, die ohne Probieren und viel Zeit einfach nicht bewerkstelligbar sind. Also das heißt, dann seid ihr in 10 Jahren noch nicht weiter, wenn ihr da euch einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr oder so mit beschäftigt. Das nur mal so zu dem, was hier halt quasi im Prinzip an zeitintensiven Geschichten
läuft und wie intensiv man sich mit der Anlage beschäftigen muss. Also im Moment ist es so, dass ich jede freie Minute auch nach Feierabend nutze, um irgendwas zu optimieren oder zu machen. Zum Extrudieren bin ich ja jetzt leider in den letzten Wochen nicht viel gekommen, aber ich versuche trotzdem dann halt die Verbesserungen, die mir noch im Kopf rumschwebten, durchzutesten, wie jetzt zum Beispiel das hier drüben, damit wir halt irgendwann ein sehr gutes bis perfektes Ergebnis bekommen. Achso, bevor ich es vergesse, ein kleiner Einschub noch. Ich weiß noch nicht, wo ich den im Video hinpacken werde, aber es wird auf jeden Fall ein Einschub werden. Ihr habt ja sicherlich bei Werbewunder das Teil auch schon gesehen. Es ist ja momentan noch alles so in der Holzbox drin. Das wird irgendwann dann auch mal verschwinden, wenn alles perfekt läuft. Dann kommt hier halt eine richtige Kiste hin. Und, aber gut, das ist jetzt erst einmal in weiter Ferne, sag ich mal, weil erst wenn wirklich alles tadellos läuft, immer läuft, dann werde ich das Ganze angreifen. Ja, was er halt jetzt so erklärt hatte, beziehungsweise wo er halt in seinem Video auf diese Kiste eingegangen ist, war halt hier im Prinzip der Winder und hier war der Extruder, also die Frequenzverstellung von dem hier, von dem Frequenzumrichter, und alles andere war im Prinzip gar nicht dran. Ich habe jetzt hier drauf das Warmwasserbad, hier drauf das Kaltwasserbad und hier ist Automatik ein-aus für den Winder. Also das heißt, dass ich auch den Winder im Prinzip umschalten kann, wenn ich jetzt mal irgendeine Rollengröße drauf habe, die nicht so gut funktionieren sollte, weil die Rolle so klein ist, dass er nicht hinterherkommt. Dann kann ich halt manuell einfach das Ding auf Max laufen lassen, so lange bis er bei ist, ohne dass halt ich darauf achten muss, ob der Sensor irgendwelche Messfehler produziert und deswegen vielleicht aussteigt oder das Programm sich aufhängt. Weil das kann halt bei diesem Sensor leider passieren, da ich sehr weit aus dem Messbereich rausfahre, ist das halt immer noch so ein bisschen die Gefahr, dass das halt mal passieren kann. Und das bin ich halt auch noch so ein bisschen am Beheben. Da habe ich das Programm jetzt noch zweimal umgeschrieben. Das muss ich die Tage mal flashen, wenn ich Zeit habe. Und das mal testlaufen lassen, wenn ich dann extrudiere. Und ja, dann wird sich das Ganze halt noch ergeben, denke ich mal. Ja, zum Frequenzumrichter gibt es halt jetzt recht wenig zu sagen. Der ist ja noch der alte wie im Video von Werbewunder. Und auch der Rest ist auch alles alt geblieben, wie in seinem Video. Ja, dann ist der Einschub hiermit beendet. Das war es eigentlich auch schon zu dem, was ich jetzt umgebaut habe. Den Akkumulator habt ihr ja schon gesehen, weil ich will jetzt nicht hier nochmal dreimal um das Ding rumlaufen. Der läuft ja mit dieser automatischen Steuerung. Das habe ich ja programmmäßig anders umgesetzt, auch wie Werbewunder das vorgestellt hat. Aber da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil das ist alles noch nicht spruchreif, das läuft auch alles noch nicht stabil. Das wäre im Prinzip dann was für irgendwann mal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und habt noch ein schönes Wochenende.